Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Der Modellbauer. Ich bin der Sven und heute geht es wieder weiter am Opel Manta A GTE von Hachette. Die nächste Lieferung hat mich erreicht. Unter anderem haben wir da drin die Ausgaben 60 bis 63 und in diesen Ausgaben verbauen wir die hintere Bremsleitung, zwei Kraftstoffleitungen. Dann bekommen wir das rechte Hinterrad und die Motorraum-Stirnwand werden wir in diesen 4 Ausgaben verbauen. Ich fange heute an mit der Ausgabe 60 und 61 als Doppelfolge und die Ausgabe 62, 63 mache ich dann auch als Doppelfolge. Hier haben wir dann die Teile dazu, was wir heute verbauen dürfen. Wieder sehr viele Leitungen, die am Unterboden verbaut wird. Und ich würde sagen, ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran. Wir schauen mal in die Hefte rein und schauen uns auch mal die Teile genauer an. Und dann werden wir das Ganze an unseren Opel mal verschrauben. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. In der Ausgabe 60 wird es um die hintere Bremsleitung gehen. Hier haben wir dann die Teile dafür. Nach 12 Bauschritten haben wir dann diese Bremsleitungen verbaut. In Fastener zum Manta genau die Hälfte von 400. Im Opel Meilensteine, Astra, Corsa und doch Kadett. Und im Spiegel der Konkurrenz von Geisterhand gesteuert. Hier haben wir den Mercedes 250 Automatik in voller Fahrt auf dem Konditrum ohne Fahrer, wie vom Geisterhand gesteuert. Okay. Dann kommen wir schon zur Ausgabe 61. Da wird es um die 2 Kraftstoffleitungen gehen. Hier haben wir dann die 2 Leitungen dazu und ein paar andere Teile noch. Nach 13 Bauschritten, 15 Bauschritten sind wir dann hier auch durch. Also ich denke, das wird heute eine etwas längere Folge. Faszination Manta, 10. 4 ist Fakt. Im Spiegel der Konkurrenz, eckiger Subaru XT. Und dann haben wir noch die Vorschau auf Heft 62. Da bekommen wir dann das hintere rechte Rad. Und jetzt verbauen wir mal das Ganze, beziehungsweise ich zeige euch noch die Teile, die wir dazu bekommen. In Ausgabe 60 bekommen wir eine etwas größere Bremsleitung. Dann bekommen wir 6 Halterungen. Dann haben wir hier diese Pumpe, die ist aus Plastik. Und dann bekommen wir noch eine etwas kürzere Leitung und dazu bekommen wir noch AB und HM Schrauben. In der Ausgabe 61 bekommen wir 2 Kraftstoffleitungen, dann haben wir 6 Gummischellen, dann 3 Halterungen und wir bekommen HM und BM Schrauben. Als erstes brauchen wir die Pumpe und die kleine Leitung. Die wird einmal hier so drüber gemacht. So, und jetzt brauchen wir unseren Unterboden. Diese Leitung sollen wir jetzt hier mit verbinden. So, und dann haben wir hier die 2 Löcher. Da haben wir einmal hier unten dran so einen kleinen Stift. Der wird hier vorne reingesetzt. Und das andere Loch ist dann zum Verschrauben gedacht. Und das Ganze wird verschraubt jetzt mit einer HM-Schraube. So, jetzt holen wir die Schraube mal daher. So.
So haben wir unsere Pumpe schon mit verbaut. Jetzt brauchen wir die große Leitung und die 6 Halterungen. Diese 6 Halterungen kommen jetzt hier über diese Leitung. Und zwar werden 3 davon so rum drauf gesetzt. Erstmal durchfädeln hier. Ja, habe eigentlich gedacht, das geht ein bisschen einfach. Ja. Also einmal so. Davon kommen jetzt nochmal 2 so drauf. So. Und die anderen 3 werden jetzt andersrum drauf gesetzt. So nämlich. So. Na, kommst du her. So, dass das im Endeffekt dann so danach ausschaut. So ist es in Anleitung und jetzt wird das alles an den Unterboden verbaut. Als erstes sollen wir die Leitung hier unten durchführen. So. Und soll hier verbunden werden. So. Und jetzt kommen die ersten Halterungen hier ran verbaut. Und zwar einmal hier 2. Und das Ganze soll dann verschraubt werden mit 2 HM-Schrauben. So. Also machen wir einmal halt, eins kommt noch weg hier. So, einmal. Und das machen wir jetzt hier genauso. So, da haben wir die ersten 2 Halterungen fest. Und jetzt ziehen wir das Ganze hier rüber zu diesen 3 Halterungen. Beziehungsweise wir haben ja noch 4 Halterungen übrig. Da kommt nämlich eine, wird noch hier verschraubt. Und der Rest wird dann hier verschraubt. Und diese Halterung wird jetzt mit einer A-B-Schraube verschraubt. Da schauen, dass es gerade ist. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, habe ich gerade gesehen. Und zwar die Leitung unten drunter schieben, das mache ich mal schnell. So, die Leitung ist unten durchgeführt jetzt. Und diese 3 Halterungen werden hier, hier, hier und an den 3 Stellen quasi fixiert mit jeweils einer HM-Schraube. So schaut das dann aus und dasselbe mache ich jetzt mit den anderen 2 auch. So schaut das fertige Ergebnis aus. Die 3 Halterungen sind jetzt mit verbaut und jetzt schauen wir mal in Heft 61 und verbauen da mal die Teile. Die erste Kraftstoffleitung sollen wir jetzt hier unten durchführen und hier dran verbinden. Also einmal durchführen. Jetzt holen wir das mal mit der Pinzette wieder ein bisschen hoch. So. Jetzt machen wir das hier fest. So. So schaut es jetzt aus. Und jetzt brauchen wir die zweite Kraftstoffleitung. Die zweite Kraftstoffleitung sollen wir auch unten durchführen und sollen hier hinten
befestigen. So, das probieren wir jetzt einfach mal, ob wir das hinkriegen. Ein bisschen kürzer. Da ist es wirklich wichtig, dass ihr euch die Leitung ein bisschen aufglitzt, dass die schön drauf gehen. So, die wäre jetzt drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt als nächstes sollen wir die Gummischellen über diese zwei Kraftstoffleitungen drüber machen. Also einmal. Das soll dann bis hier runtergezogen werden. Und das machen wir jetzt an der zweiten auch. So. Und das Ganze wird jetzt mit einer Halterung befestigt. Und zwar hier dann. Und bei der Halterung haben wir zwei so Führungen. Da tun wir die Bremsleitungen durchziehen. Einmal. Ups. Zwei. Und hier müsst ihr aufpassen, dass das Schraubloch die Vertiefung nach oben zeigt. So, jetzt wird das Ganze hier verschraubt mit einer HM-Schraube. So schaut das dann fertig aus. Wie weit man die jetzt schieben soll, das schaue ich noch mal. Ja, die liegen einfach so drin, dass sie drin liegen. Ja, also da könnt ihr aussuchen, wie weit ihr es machen wollt. Ich lege sie so unten hin. So. Und dann machen wir jetzt die zweite Halterung noch fest. Jetzt ist es so. Wir tun die zwei Bremsleitungen hier unten drunter durchziehen. So. Gerade. Einmal. Und hier haben wir das zweite. Und jetzt werden wir eine Halterung wieder drüber machen. Auch hier wieder aufpassen. Schraubloch nach oben. Die Vertiefung besser gesagt. Tun wir das Ganze schön auffedern wieder. So. Und jetzt hier unten drunter schieben. So, hier drunter, wo wir die zwei Löcher haben, bevor wir es festschrauben. Jetzt schauen wir, dass das funktioniert. Jawohl. Und da ist halt auch jetzt in dem Fall wichtig, dass ihr dieses Teil damals richtig verschraubt habt. Wenn nicht, müsst ihr das Ganze jetzt nämlich wieder auseinanderbauen. Ich hoffe für euch, ihr habt das richtig hingemacht. So, dann liegt das so schön da. Und das wird jetzt hier vorgezogen. Und das wird jetzt auch mit einer HM-Schraube verschraubt, hoffe ich. Ich schaue nochmal nach. Nein, eine BM brauchen wir dazu. Die BM-Schraube. So. So, damit ist das schon mal fest.
Jetzt brauchen wir die restlichen 4 verbliebenen Gummischellen. Die werden pro Seite 2 Stück drüber gestülpt. Ja. So, einmal. Und jetzt machen wir noch das zweite auf der einen Seite. Und dasselbe wird jetzt auf der anderen Seite auch gemacht. Jetzt brauchen wir wieder unsere Halterung. Die wird auch so eingesetzt wie bei den anderen zweien. Einmal und zweimal. Ne? Geht durch. Zack. Und das wird jetzt dann hier befestigt. Und auch mit einer HM-Schraube. So haben wir die Leitungen schon mal soweit fest. Und jetzt ist es so, die 2 Leitungen werden hier durchgemacht. Jetzt ist es so, wir müssen die 2 Leitungen hier unten durchziehen und werden hier unten durchgezogen. So, also einmal. So, haben wir es einmal durch. Und jetzt machen wir das mit der zweiten auch. So, und jetzt sollen die da unten durchgefädelt werden. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Gar nicht so einfach, die da durchzubekommen. So, die erste Leitung ist durch. Und dasselbe machen wir jetzt mit der zweiten auch. Jetzt sollen die 2 Halterungen verbunden werden an dem Motor. Die eine Halterung, die hier rauskommt, wird hier drüber gesetzt. Ist gar nicht so einfach. Ja. So. Und die zweite Halterung kommt an dieses Teil heran und zwar von unten reingeschoben. So, die Leitungen sind jetzt fest. Ich hatte hier und da ein paar Schwierigkeiten. Und zwar ist mir dieses Teil abgebrochen, dieses lange. Das habe ich jetzt mit Sekundenkleber wieder befestigt. Und diese Leitung, die ihr hier unten durchführen müsst, das habe ich dann versucht mit Pinzette festzubekommen und es hat auch soweit funktioniert. So, damit haben wir Ausgabe 60 und 61 fertig. 6061 ist jetzt hiermit verbaut und ja, wir haben wieder einiges an Leitungen verbauen können. Es ging relativ einfach, sage ich mal. Ja, und was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist jetzt die Vorschau auf Heft 62 und 63. Ausgabe 62 bekommen wir das rechte Hinterreifen, Außenteil des Scheibenrads, Innenteil des Scheibenrads, Radzierkappe. Das kennen wir ja schon alle. Und damit werden wir dann unseren Manta auch auf alle 4 Räder stehen haben. Und in Ausgabe 63 bekommen wir Stirnwandboden, Stirnwand links, rechts, 2 lange Leitungen, 2 kurze Leitungen und eine Manschette
und das Ganze schaut dann so aus. Und wenn wir das verbaut haben, ist das Paket auch hiermit wieder abgeschlossen. Das heißt, wir warten dann wieder aufs nächste Paket. Was in diesem Paket jetzt noch dabei war, was ich vergessen habe zu sagen, war der neue Ordner, weil der Ordner Nummer 3 ist jetzt auch schon voll. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss, euer Sven.